Wir befinden uns hier auf dem Motocross- und Enduro-Gelände des MMC Schweinfurt. Und vor uns haben wir die beiden brandneuen Husqvarna Enduros des Modelljahrgangs 2018. Auf der einen Seite die FE 350. Carsten, wenn wir jetzt mal dieses Motorrad betrachten, die FE 350 ist seit Jahren, seit dem Baujahr 2012, als die Konzernmutter KTM dieses Modell herausgebracht hat, das mit Abstand meistverkaufte Viertaktmodell. Was sind eigentlich die großen Unterschiede zwischen der KTM und der Husqvarna Enduro? Also gegenüber der KTM, die ja ein direkt angelenktes Federbein hat, hat die jetzt eine Umlenkung für eine bessere Progression beim Einfedern. Das ist der Hauptunterschied. Dann hat sie eine andere Gabelbrücke und das Heck ist aus Kunststoff. Gut, und wenn wir jetzt ja rübergehen, und das ist letztendlich auch der Grund, warum wir hier diesen Vergleichstest fahren. Hier sehen wir die TE 300i. Mit dem i ist was ganz Spezielles gemeint, nämlich das ist der erste Zweitakter im Sport-Enduro-Bereich, der eine Einspritzung hat. Dietmar, worum dreht sich es genau? Wie funktioniert das, die Technik? Naja, die Technik ist jetzt halt einfach so, dass der Vergaser weg ist. Wir haben jetzt praktisch eine Einspritzung. Das heißt, wir haben auch einen extra Öltank am Motorrad. Man braucht kein Gemisch mehr, sondern der Öltank ist separat und man tankt eigentlich das Benzin extra und man tankt das Öl extra und dieses wird dann vermischt je nach Bedingungen. Auch das Überfetten vom Motor ist durch die Einspritzung viel, viel geringer oder eigentlich fast gar nicht mehr da und das ist eigentlich ein Riesenfortschritt, weil man einfach durch das auch eine viel saubere Verbrennung erhält. Stichwort viel sauberere Verbrennung. Das bedeutet, in der Regel haben wir bei Wettbewerbsenduros, bei Zweitakt-Wettbewerbsenduros ein Mischungsverhältnis Zweitakt Öl und Benzin von 1:50. Hier bei diesem Motorrad lässt sich über diese Getrenntschmierung das Mischungsverhältnis variieren. Das heißt, bei hohen Belastungen wird ein Mischungsverhältnis von 1:60 gefahren. Bei niederen Belastungen, bergab oder beim Enduro-Wandern, reguliert die Einspritzung das Mischungsverhältnis auf 1:100 herunter. Das heißt, das spürt man auch beim Fahren. Das heißt, das Motorrad läuft magerer, wenn es nicht so sehr belastet wird. Ja, das ist eigentlich der große Vorteil jetzt von dem Motorrad. Wenn man eine längere Abfahrt hat und man kann nicht beschleunigen, man hat das Motorrad im Stand laufen, dann war es ja beim Zweitakter so, dass wenn man unten ankam, dann nach der Abfahrt, dass das Motorrad extrem fett lief und gar nicht mehr richtig Gas annahm und man musste das erst wieder praktisch richtig freiblasen. Jetzt ist es eigentlich so, dass man das Motorrad auf dem Ständer unten hinstellen kann, 5 Minuten im Stand laufen lassen und sitzt drauf und fährt sofort einen Steilhang hoch, als wäre das Motorrad perfekt gefahren worden vorher. Also das ist also ein Riesenvorteil und man merkt natürlich auch, dass das Motorrad dann abgemagert wird, dass die Mischung nicht mehr so fett ist, aber im Grunde genommen hat das Motorrad sofort immer wieder die volle Leistung. Carsten, wenn wir jetzt zurückgehen zur FE 350, wie wir es schon gesagt haben, seit 2012 bei KTM, seit vergangenem Jahr bei Husqvarna ist dieses Motorrad der Bestseller. Du bist jetzt schon fast 2 Stunden hier auf dieser Anlage gefahren. Was sind so deine ersten Eindrücke? Hat es einen bestimmten Grund, dass dieses Motorrad eben der Bestseller im Modellprogramm ist? Also mir gefällt auf jeden Fall ein Viertakter, weil er einfach schöne Traktion untenrum hat. Besonders auf so Motocross-Strecken oder etwas einfach zu fahrenden Geländen. Man hat eine schöne Traktion untenrum und die Technik ist natürlich zuverlässig, die ist ausgereift. Die Viertakter beherrschen, sage ich mal, den Markt. Gut, und jetzt gehen wir zu dir, Dietmar. Auch du bist jetzt fast 2 Stunden auf dem Gelände gefahren. Du warst auch bei der Präsentation am Erzberg schon dabei, bist auf dem Motorrad gefahren. Hat sich eigentlich der Charakter dieses 300er Zweitakters grundsätzlich durch die Einspritzung geändert? Naja, jetzt auf der Motocross-Strecke würde ich sagen,
nicht unbedingt. Nach wie vor ist die Leistungsentfaltung vom Zweitakter natürlich viel aggressiver wie beim Viertakter. Man muss schon sehr, sehr gefühlvoll mit dem Gas umgehen. Wo der große Vorteil dann kommt, ist einfach in Extremsituationen, beim Extrem-Enduro, bei engen Abfahrten, Auffahrten, einfach da, wo es dann ein bisschen auch langsamer vor sich geht. Da merkt man dann, der Viertakter hat einfach viel mehr Motorbremse, die Zweitakter, die läuft schön rund, die ist immer am Rollen und das macht das Fahren dann schon ein bisschen entspannter. Auf der anderen Seite, wenn man auf die Motocross-Strecke geht, dann ist natürlich der Zweitakter doch sehr, sehr aggressiv. Da, wo man dann das Gas aufdreht, da muss man immer damit rechnen, dass man an den Punkt kommt, wo sie dann richtig vorwärts geht. Und da ist dann natürlich mit der Viertakter ein bisschen einfacher zu fahren, weil die Leistung einfach ein bisschen linearer kommt. Also ich würde mal sagen, es hat Vorteile, hat aber auch Nachteile, wie es halt ist zwischen Viertakt und Zweitakt. Also das Motorrad ist super schön zu fahren, weil es einfach sehr, sehr gut ausbalanciert ist. Die Leistungsentfaltung ist für einen Zweitakter sehr gut, aber nach wie vor ist ein Zweitakter. Das heißt, wenn man es zusammenfasst, für einen Profi bzw. einen fortgeschrittenen Fahrer taugt die Zweitakter besser. Er kann das Potenzial dieses Motorrades eher nutzen. Und für den Hobbyfahrer, den Gelegenheitsfahrer, der vielleicht auch konditionell nicht so auf Vordermann ist, für den ist die 350er die bessere Wahl. Siehst du das auch so? Das sehe ich auf jeden Fall so, ja. Also würde ich auch komplett so unterschreiben, ja. Und dann proklamiert ja Husqvarna noch, dass der neue Zweitakter deutlich weniger Benzin verbrauchen würde als der bisherige. Wichtig ist das natürlich bei Mehrstunden-Enduros. Das heißt, man kann vielleicht dadurch oder könnte vielleicht dadurch einen Tankstopp einsparen. Und genau dieser Frage werden wir jetzt auf den Grund gehen. Die beiden Kollegen, die werden jetzt sich aufs Motorrad schwingen, 2 Stunden hier auf dem Gelände fahren, dann tanken wir nach und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.